Hallo liebe Community, ich hoffe euch geht's genauso gut wie mir. Heute ein kleines besonderes Video und zwar sozusagen ein verspätetes 50.000 Abo-Special. Ja, gut, sehr verspätet, sorry dafür. Und zwar lasse ich die Bombe gleich am Anfang am besten platzen. Ich werde mich ab sofort dem Kanal Vollzeit widmen. Das heißt, ich werde wirklich jetzt ab sofort das Ganze hier hauptberuflich ausführen. Und dazu habe ich mir auch versucht, euer Feedback wirklich ernst zu nehmen, um den Kanal noch deutlich besser zu machen. Das heißt, ich möchte nicht nur weiterhin solche Tutorials machen wie bisher, sondern ich will quasi einfach alle glücklich machen. Und das schaffe ich natürlich nur, wenn ich den Kanal hauptberuflich ausführe. Weil neben dem normalen Job würde es einfach zeitlich überhaupt nicht reinpassen, weil das einfach viel zu aufwendig ist. Ich meine, Kommentare beantworten ist schon eine Stunde am Tag oder 2 Stunden oder manchmal sogar 3 Stunden, je nachdem, wie krass es ist. Deswegen, ja, nebenher, neben dem normalen Job, da würde alles zu kurz kommen. Und dann dachte ich mir, ich versuche es einfach mal. Versuchen deswegen, weil Artikel 13 und finanziell und so weiter und so fort, weiß man noch nicht genau, wo das hingeht. Ist klar, müssen wir gucken, aber ich will es auf jeden Fall probieren. Ja, und dafür möchte ich mich als allererstes mal bei allen bedanken. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr immer meine Videos guckt, dass ihr mich abonniert habt und so weiter und so fort. Dass ihr einfach immer dabei seid, Kommentare und vor allem euer Feedback ist mir auch sehr, sehr, sehr wichtig. Im Endeffekt ist das ganze Video hier ein Feedback-Video. Das heißt, ich habe euer Feedback eingearbeitet und habe das jetzt versucht irgendwie umzusetzen und das ist dabei rausgekommen. Das heißt, ja, vielen Dank für euer Feedback, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid und dass ihr mir Ideen liefert, dass ihr mir eigentlich alles liefert. Ohne euch wirklich würde hier gar nichts funktionieren. Ich versuche, wie gesagt, immer auf die Community so gut einzugehen, wie ich kann, das wisst ihr. Und auch vielen, vielen Dank an meine Patreon-Supporter, dass ihr mir das hier auch ermöglicht habt. Sonst ohne euch wäre das echt nicht möglich. Genau. Fangen wir einfach mal an mit, was ich alles geplant habe. Okay. Ja, zunächst einmal habe ich das Feedback bekommen, ich soll viel, viel mehr Übung und Praxis in meinen Videos bringen. Also quasi noch zusätzliche Übungen, damit man auch sein Wissen anwenden kann. Ist absolut sinnvoll, hatte ich einfach bislang nicht die Zeit dazu, sage ich ganz ehrlich, weil die Dinger brauchen natürlich einiges an Vorbereitungszeit. Ich habe versucht mit den Challenges schon, also mit den Coding- und Hacking-Challenges, euch ein bisschen natürlich auch in diese Richtung zu führen, dass wir eben versuchen, hier mehr Praxisaufgaben noch zu haben. Und das will ich weiterführen und vor allem noch ein bisschen mehr machen. Also mehr Challenges, aber auch mehr Übungen, die eigentlich an sich gar keine Challenge sind. Das ist so das Ding. Ich will euch generell mehr involvieren in das ganze Konzept hier. Also das ist nicht nur jetzt ein, hey, ich mache Videos und ihr guckt sie an und das war's dann. Sondern ich will, dass ihr auch wirklich aktiv mitarbeitet und das Wissen auch wirklich dann verinnerlicht. Also das soll jetzt nicht sein, von wegen angucken und dann vergessen oder sowas, sondern ich will wirklich, dass ihr das auch lernt und verstanden habt und so weiter und deswegen versuche ich da noch mehr zu machen. Dazu wird wahrscheinlich dann morgen oder spätestens übermorgen noch ein spezielles Video dazu rauskommen, weil ich euch eben auch Zertifikate anbieten möchte. Das heißt, dass ihr quasi auch wirklich bescheinigen könnt von einem Arbeitgeber, der euch dann bei dem ihr das dann quasi zeigen könnt, hey, schau mal hier Arbeitgeber, ich kann wirklich Python programmieren oder Java programmieren oder was auch immer für ein Framework programmieren. Und der Arbeitgeber sieht das dann eigentlich ganz gerne und der denkt sich dann, okay, der Kerl hat wirklich was geleistet. Dazu wird es aber wie gesagt ein komplett separates Video geben, weil das hier einfach den Rahmen sprengen würde. Aber ja, das ist auch was ich machen möchte. Euch sozusagen viel mehr Praxis- und Anwendungsfläche bieten. In dem Zug werde ich natürlich dann auch anfangen, irgendwie kleine CTFs oder sowas zu lösen, also quasi meine Lösung vorzustellen. Einfach wirklich angewandtes Wissen sozusagen. Und das ist das, was beim Kanal eigentlich hauptsächlich fehlt und das will ich jetzt auf jeden Fall auch noch machen. Gut. In diesem Zusammenhang möchte ich euch vielleicht auch noch empfehlen, hin und wieder mal meine Textposts anzugucken. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, man kann auf YouTube mittlerweile via Text Sachen posten. Da werde ich dann immer ein kleines bisschen vorher sagen, hey, ich werde jetzt dann demnächst, keine Ahnung, CTF, also Hacking Challenge oder so von jemand anders, so und so, Nummer, was weiß ich was, mit Namen, das und das, hier ist der Link, lösen, schaut es euch schon mal an, dann könnt ihr meine Lösung vielleicht auch verfolgen, könnt vielleicht merken, woran ihr gescheitert seid oder was bei euch eben gerade nicht so passiert ist. Denn theoretisch könnt ihr das alles schon, aber praktisch ist eben halt die Anwendung immer noch mal ein bisschen was anderes, ne? Und ja, das will ich dann eben auch so ein bisschen machen. Gut. Also ihr seht, der Content wird auf meinem Kanal ein bisschen vielfältiger. Was ihr euch sozusagen von mir gewünscht habt.
Außerdem möchte ich natürlich, also noch ein Grund, warum ich eigentlich den Kanal nur Vollzeit betreiben kann. Es gibt so viele verschiedene Zuschauergruppen auf meinem Kanal. Also es gibt zum Beispiel Webdeveloper, die sich einen Furz interessieren für, keine Ahnung, irgendwelche Anonymitätsvideos oder sowas. Es gibt Leute, die verfolgen mich einfach, um IT-News von mir aus zu haben, wie, keine Ahnung, zum Beispiel Artikel 13, eine Sicht von einem Informatiker oder sowas. Und das sind sehr, sehr viele verschiedene Gruppen. Und ich möchte da natürlich alle so ein bisschen glücklich machen. Das sieht man auch natürlich an den Aufrufzahlen. Also ich meine, von den 52.000 Abonnenten gucken immer nur ein kleiner Bruchteil sozusagen meine Videos. Und das verstehe ich auch völlig. Ich weiß, woran das liegt. Aber ich möchte alle glücklich machen sozusagen. Denn zusammen, also diese 52.000 Leute oder über 52.000 Leute zusammengenommen, da kann man so geile Projekte mitmachen, denn die Frontend-Entwickler sind nichts ohne die Backend-Entwickler und so weiter und so fort. Und von denen haben wir quasi alle auf dem Kanal. Das heißt, wir können einfach wunderbar Projekte auch realisieren, zum Beispiel das Community-Projekt, was immer noch in Gang ist und was mittlerweile auch wieder blüht und zu dem ich auch bald ein Update-Video bringen möchte, aber das soll jetzt auch nicht hier reinfließen. Ja, das sind alles solche Dinge, die ich versucht habe jetzt zu realisieren. Also einfach nur alle Leute gleichermaßen sozusagen zufriedenzustellen. Und ja, das wäre so in meinem Interesse. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu was anderem. Denn auch hier habe ich versucht, auf euer Feedback zu hören. Und zwar erst einmal auf Patreon. Hier als allererstes möchte ich ein riesen Dankeschön aussprechen an die 70 Patrons, die ich habe, die mich dann auch wirklich jeden Monat finanziell unterstützen. Und ja, für die Leute, die Patreon vielleicht nicht kennen, das ist sozusagen eine Plattform, wo ihr mir spenden könnt, aber ich euch dann im Gegenzug auch noch irgendwelche Exklusivinhalte sozusagen zur Verfügung stellen kann. Ja, ich verlinke natürlich wie immer in der Beschreibung, ist eigentlich unter jedem Video dabei, aber zum Beispiel, damit ihr ein kleines bisschen Einblick kriegt, was da so passiert. Wenn ihr mir $1 jeden Monat spendet, dann habt ihr Zugriff auf wichtige Umfragen, also zum Beispiel Umfragen im Sinne von, ich bin mir unschlüssig, welche Serie ich machen soll ich lieber das oder das machen? Und dann können die Patrons eben voten und dadurch habe ich dann quasi meine Entscheidung. Das nächste sind Live-Veranstaltungen, zu denen möchte ich gerade noch ein bisschen mehr sagen. Ich bin momentan wieder bei meinen Eltern eingezogen, solange ich keine eigene Wohnung habe. Ich bin ja quasi gerade erst aus Australien zurückgekommen und das war wirklich vor ein paar Tagen erst. Und habe natürlich jetzt in dem Sinne noch keine eigene Bleibe, was natürlich dazu führt, dass ich die Internetleitung von meinen Eltern mit benutzen muss. Und die haben eine wunderbare 6K-Leitung. Wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, wie langsam eine 6K-Leitung ist, dann stellt euch einfach mal euer Internet vor und stellt euch am besten einfach das langsamste Internet vor, das ihr euch überhaupt nur vorstellen könnt. Also stellt euch vor, es dauert mehrere Stunden ein Spiel zu patchen, auch nur zu patchen. Wenn ihr ins Neue runterladen wollt, dann ist es einfach unmöglich. Ihr könnt quasi gerade so YouTube gucken. So langsam ist das ganze Ding, okay? Und deswegen live ist momentan mit dieser Leitung einfach unmöglich. Will ich aber, sobald ich wieder eine eigene Wohnung habe, machen und das sollte eigentlich nicht allzu lange gehen. Ich bin schon am Suchen, ganz klar. Aber warum mache ich jetzt hier quasi Patreon-exklusiv Live-Inhalte? Ganz einfach, das Problem ist, dass in letzter Zeit die Abmahnwelle extrem groß ist. Also es ist wieder mal, jeder wird abgemahnt, der sozusagen irgendwie live streamt und auch nur 20 Zuschauer oder sowas hat, weil unsere liebe Rundfunkgebührengesellschaft das nicht gerne sieht. Denn man braucht theoretisch, sobald es möglich ist, dass mehr als 500 Leute zugucken, was auf YouTube absolut möglich ist. Und ja, ich habe da mit einem Juristen gesprochen, der mir das alles genauer erklärt hat. Theoretisch braucht man eine Rundfunklizenz, um bei YouTube Livestreams machen zu können. Schwierig ist es sogar mit den, wie heißen die Dinger? YouTube-Premieren, die sozusagen live sind, aber irgendwie halt auch nicht. Das ist ganz komisch. Mit denen ist man sich noch nicht schlüssig, was da so alles passiert. Aber egal. Auf jeden Fall werde ich dann eben hier auf Patreon erstmal live sozusagen exklusiv sein. Und auf Patreon ist es dann eben so, da kann ich quasi sagen, hey, ich habe nur 70 Patrons, das heißt, mehr als 500 Leute können auf keinen Fall zugucken, weil es sind auf jeden Fall weniger als 500 und das ist exklusiv für die. Wenn ich dann irgendwann mal mehr als 500 Patrons haben sollte, dann werde ich mich sowieso um eine Rundfunklizenz kümmern. Das heißt, da wird es dann einfach, ja, klar, ne? Gut, gehen wir weiter. Ihr könnt zum Beispiel auch meine bislang unveröffentlichten Videos quasi angucken. Das heißt, so Sachen wie meine Serie zu Webanwendungen hacken oder sowas, könnt ihr euch angucken hier, wenn ihr das hier habt.
Ihr könnt auch euch alle Tutorials runterladen und dann bei euch offline angucken. Vielleicht, falls ihr eine genauso beschissene Internetleitung habt, wie ich aktuell habe, dann könnt ihr das durchaus auch machen. Hier einfach die Videos runterladen. Geht natürlich auch mit YouTube Premium, aber ja, dann habt ihr sie trotzdem nicht lokal und sozusagen als Datei. Die Qualität ist auch theoretisch nochmal ein bisschen höher. Dafür habt ihr natürlich einiges an Speicherplatz. Ihr habt die Möglichkeit, mit mir einmal im Monat zu chatten, mit mir zu reden, mit mir zu zocken natürlich auch noch, mit mir zu reden und dann exklusiv mit mir zu reden. Und was ich eben auch neu habe, und das ist quasi auch euer Feedback gewesen, ich möchte eure Projekte betreuen. Das heißt, da habe ich auch wirklich Leute gehabt, hey, wie sieht's aus, kannst du bitte mein Projekt irgendwie betreuen, ich habe hier Probleme und so weiter und so fort. Und was ich jetzt hier machen möchte, ist, ich will eure Projekte tatsächlich einfach betreuen. Es sind immer noch komplett eure Projekte, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben, ich will auch keinen Code schreiben, ich werde euch nur so weit unterstützen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder sowas, dann könnt ihr jederzeit zu mir kommen, dann empfehle ich euch entweder ein Video oder ich schreibe euch eine Lösung oder ich mache tatsächlich auch einfach ein Video dazu, das hat für mich alleroberste Priorität sozusagen, okay? Und ich dachte mir, das ist vielleicht auch eine gute Idee. Das Ganze ist natürlich ordentlich zeitaufwendig, deswegen ist es nicht ganz billig, weil ich halt wirklich auch davon ausgehe, dass jemand dann zu mir kommt und der braucht dann halt auch wirklich starke Betreuung sozusagen. Also irgendwie in Form von, hey, wie sieht's aus, kannst du mal bitte was zu Python machen mit, keine Ahnung, irgendwas halt, wo ich noch nicht gemacht habe. Solche Sachen. Wenn euch das deutlich zu viel ist mir klar, dann schreibt mich gerne an, wir finden vielleicht auch eine andere Lösung. Wie gesagt, ich will da auch noch in Zukunft eigene Projekte noch mehr machen und euch dann quasi dort involvieren und euch dort dann betreuen. Also das, wie gesagt, das in dem anderen Video, wenn es dann auch um die Zertifikate geht. Habe ich jetzt schon ein paar Mal geteased, wird, wie gesagt, in maximal 2 Tagen kommen, also heute ist Montag, vielleicht wird es dann Dienstag oder Mittwoch kommen. Genau, wo wir gerade schon bei Projekten sind. Das Community-Projekt, weil ich da schon auch öfters danach gefragt wurde, ist in Vollgang und werde ich jetzt auch bei dem Zertifikate-Video nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was das jetzt eigentlich alles ist und was ihr davon habt, wenn ihr da mitmacht, außer natürlich der Erfahrung. Ja, genau. Okay. Dann habe ich noch eine kleine andere Ankündigung, weil, ja, das Problem ist jetzt natürlich The Morpheus Tutorials, ja, Tutorials, sagt eigentlich schon der Name. Es geht um Tutorials, Programmiertutorials, Informatik-Tutorials, alles mögliche. Aber eigentlich, ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Aber viele haben mich schon gefragt und ja, ich kriege tatsächlich mehrere Nachrichten. Hey, wie sieht's aus? Zockst du endlich mal wieder? Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich habe 2 Livestreams in der Vergangenheit gemacht, die tatsächlich um Gaming fokussiert waren und die waren eigentlich wirklich kein Stück Informatik. Zumindest nicht wirklich viel. Eigentlich hauptsächlich Zocken eben. Und ich freue mich, dass ihr mich da quasi dabei verfolgen wollt und ich freue mich auch megamäßig, dass sich das auch Leute wünschen. Aber ich weiß auch ganz genau, dass es ein Großteil von euch nicht gerne sieht, wenn ich dann auf meinem Hauptkanal auch wirklich immer anfange zu zocken. Deswegen dachte ich mir, Mensch, warum gibt es eigentlich YouTube 2 Kanäle? Und das ist das, was ich dann eingerichtet habe. The Morpheus Gaming, da werde ich einfach dann hin und wieder mal ein paar Gaming-Videos hochladen. Ich werde jetzt nicht zum Let's Player, keine Sorge, das wird definitiv nie mein Hauptkanal werden. Ich werde nur hin und wieder mal die Leute glücklich machen, die vielleicht auch zocken wollen und mir dabei zusehen wollen. Also das ist, wie gesagt, für die Leute, die das ganz gerne gesehen haben. Die Installationsanleitung, wie man auf Linux zocken kann, die werde ich natürlich trotzdem weiterhin auf meinem Hauptkanal hochladen, aber eben die Gaming-Sessions dann sozusagen aus der Sicht von einem Informatiker, muss man dazu sagen, ich habe immer so ein bisschen im Blick, was vielleicht ein Game-Entwickler oder so denken würde, aber ich möchte dann eben hier die Gaming-Inhalte auch wirklich hochladen und damit euch dann teilen. Also das ist vielleicht, ja, abonniert mich da einfach mal, dann sehe ich gleich, wie hoch ist das Interesse, dass ich das mache und je nachdem wird es dann halt häufiger oder weniger häufiger sein. Aber rechnet vielleicht nicht täglich mit einem Video, rechnet vielleicht nicht unbedingt mal wöchentlich mit einem Video, sondern eher seltener, weil, ja, wie gesagt, die sind, oder das ist eigentlich ein Zweitkanal und nicht wirklich mein Hauptaugenmerk. Zusätzlich habe ich noch einen Zweitkanal aufgemacht, also einen Drittkanal möchte man sagen, und zwar zu Vlogs. Und das sind jetzt nicht unbedingt die Vlogs, die man sich jetzt so vorstellen würde, sondern, ja, ich bin immer noch ein Nerd in der Hinsicht, aber ich will euch da auch vielleicht ein paar Sachen teilen, einfach die mich vielleicht faszinieren und die nicht unbedingt was mit IT zu tun haben, und dann einfach als kleines Vlog sozusagen da darstellen. Also zum Beispiel, was ich mir überlegt hatte, was ich schon lange mal machen wollte, ist zum Beispiel Biohacking. Biohacking denkt man sich jetzt vielleicht, oh krass, irgendwelche Sachen in die Haut implantieren und, keine Ahnung, künstliche Auge und so weiter. Nein, niemals. Werde ich nicht machen, keine Sorge.
Aber da zählt zum Beispiel auch sowas rein wie kalt duschen. Was für Auswirkungen hat das oder sowas? Und ich finde das irgendwie spannend. Da wurde ich tatsächlich auch schon mal drauf angesprochen, ob ich nicht mal irgendwie so sagen kann, was macht mich effizienter oder sowas und was macht mich einfach leistungsfähiger. Und ich dachte mir, für sowas ist das eigentlich ganz gut. Da werde ich jetzt allerdings wirklich nicht viele Videos oder sowas hochladen. Das wurde nur auch schon ein paar Mal tatsächlich requested. Ich weiß nicht, wie die Leute da drauf gekommen sind, die mir das geschrieben haben, aber ja, ich habe tatsächlich das Feedback bekommen, dass ich das doch vielleicht mal hin und wieder mal machen kann. Und dann dachte ich mir, Mensch, warum eigentlich nicht? Es ist ja kein Problem, ne? Also abonniert das einfach auch vielleicht mal da. Da werde ich dann auch wahrscheinlich meine Let's Codes hochladen, weil ich finde, Let's Codes haben auch nicht unbedingt was mit meinem Hauptkanal zu tun. Klar, natürlich, ihr lernt quasi in Let's Codes auch ein bisschen was und ihr seht, wie ich da rangehe, aber meine Herangehensweise ist jetzt nicht unbedingt vielleicht die beste oder auch nur die, gut, richtig wird sie schon sein am Ende, aber ich muss halt auch was fixen oder sowas und ihr könnt es nicht direkt nachprogrammieren jetzt in dem Sinne. Aber ja, ich dachte mir, das könnte ich auch da drauf machen. Und so wird der Hauptkanal nicht so zugespammt, sondern bleibt wirklich tutorial-lastig mit Übungen und mit vielleicht speziell motivierendem Content, den ich auch noch machen möchte. Aber eben halt nicht irgendwelche Let's Codes oder sowas, sonst wird es dann relativ schnell unübersichtlich. Es ist so schon relativ schwer, muss ich sagen, bei mir durchzublicken, auch wenn ich versuche, den so ordentlich zu halten wie möglich. Aber gut. Also vielleicht nicht erwarten, dass da so viele Inhalte drauf kommen. Ich dachte mir nur, ich schau mal, wie arg interessiert euch eigentlich das Ganze. Wie viele Leute interessiert es tatsächlich, wenn ich das auch vielleicht mal veröffentliche. Und ja, natürlich die Hauptänderungen betreffen eigentlich meinen Kanal, weil ich da einfach noch viel, viel mehr Content machen möchte. Also so Sachen wie eben die Hacking-Challenges, dass ich dann auch wirklich irgendwie Hacking-Challenges von zum Beispiel Hack the Box oder sowas, also der Website Hack the Box, vorstellen möchte und so weiter und so fort. Solche Dinge möchte ich eben vor allem dann auch machen. Also es ist jetzt weniger um die Zweitkanäle, sondern eher halt um meinen Hauptkanal gewesen. Trotzdem bin ich auf euer Feedback gespannt, weil im Endeffekt das Ganze, was ich hier jetzt aufgebaut habe mit mehr Kanälen und mehr Inhalte für den Hauptkanal und andere Inhalte vielleicht auch ein bisschen, das basiert alles auf eurem Feedback. Und ich freue mich darauf, von euch zu hören, wie ihr das jetzt aufnehmt und wie glücklich ihr damit seid mit dem, was ich hier gerade gemacht habe. Genau. Deswegen bin ich sehr auf eure Kommentare angewiesen. Schreibt mir bitte, was ihr davon haltet. Schreibt mir auch von mir aus, wenn ihr keinen Kommentar schreiben wollt, weil euch das zu unpersönlich ist. Schreibt mir gerne im Discord, auf Facebook habe ich, ja, ich habe eigentlich alles in jeder Beschreibung immer verlinkt, wo ihr mich anschreiben könnt. Könnt mir auch eine E-Mail schreiben und so weiter und so fort. Und ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die hier wirklich die ganze Zeit dabei sind. Ist unglaublich faszinierend, das zu sehen und auch ein bisschen überwältigend, muss ich sagen. Und ich bin unglaublich glücklich, dass ihr das alles so gut aufnehmt. Gut. Ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.